Herzlich willkommen in der Noch-Modellbauwelt in der Firma Noch hier bei uns in Wangen im Allgäu. Mein Name ist Sebastian Topp und bei mir ist der Dr. Rainer Noch und wir zwei haben wieder das Vergnügen, euch die Noch-Neuheiten 2025 vorzustellen. Ja, Rainer, fang vielleicht mal an und erklär uns oder sag uns mal das diesjährige Fokusthema. Ja, ein herzliches Willkommen auch von mir. Vielen Dank, Sebastian. Wir starten wieder mit den Figuren und unser Fokusthema dieses Jahr lautet Raus ins Grüne. Und da kündigen wir jetzt einen besonderen Gast heute an, die Frau Carlucci. Super, ich übergebe mal gerade das Mikrofon und mache mich selber raus ins Grüne, beziehungsweise in einen anderen Teil der Firma. Du musst die nächste Position schon einnehmen, gell? Ich warne die Kollegen da schon mal vor, dass wir gleich mit der Kamera bei denen vorbei. Alles klar, dann Viel bis Spaß später, gell? Danke. Ja, raus ins Grüne und hier herzlich willkommen Sandra Carlucci. Kommen Sie ruhig ein bisschen näher zu mir. In Ihrem Reich, nämlich in der Modellbauwelt. Die Frau Carlucci leitet bei uns seit vielen Jahren die Modellbauwelt und außerdem ist sie unsere Seminarleiterin. Das heißt, wenn Sie mal Lust verspüren, mehr über das Modellbastel, Modellbauhobby zu erlernen und hier ein Seminar buchen, dann treffen Sie wieder auf die Frau Carlucci. Zu dem Thema Seminare kommen wir später nochmal am Ende unserer Präsentationen. Nun herzlichen Dank, dass Sie da sind. Wir haben eine wirkliche Spezialistin mit Ihnen hier und ich habe ein paar Fragen an Sie. Doch starten wir erstmal mit unseren Neuheiten durch. Wie jedes Jahr gibt es auch dieses Jahr wieder neue Figurensets. Das Besondere an diesen Figurensets ist, dass einige davon bereits im Fachhandel verfügbar sind. Deswegen habe ich hier hinten schon ein bisschen was vorbereiten können. Wir haben 12 neue H0-Figurensets und 6 neue Spur TT und N-Figurensets. In der Hand habe ich hier zum Beispiel die Mäharbeiten. Sehr schön auch das Set mit den Imkern und den Bienenstöcken. Und für mich natürlich sehr wichtig als Motorradfahrer hier die Rocker auf ihren Motorrädern. Also ich bin jetzt persönlich kein Rocker, aber zumindest Motorradfahrer. Und ich glaube, das Set, das würde auf jeden Fall auf meiner Anlage, so ich denn eine hätte, einen Ehrenplatz bekommen. Wie gesagt, diese Figuren sind bereits im Fachhandel erhältlich. Außerdem, aber noch nicht erhältlich, wird es dieses Jahr europäische Bahnbeamte in der Spur H0 geben, aus insgesamt 6 verschiedenen Ländern. Ich zähle die kurz auf. Das ist Deutschland, die Schweiz, Österreich, Frankreich, Tschechien und die Niederlande. So ist sichergestellt, dass die Modellbahner in halb Europa, in fast ganz Europa, ihre Bahn authentisch aufbauen können. Kommen wir jetzt zu einem noch ganz jungen Thema, zu unseren Masterfiguren. 3D-Masterfiguren. Der ein bisschen sperrige Begriff steht für vollfarbig gedruckte Figuren in einer exzellenten Qualität, weil der vollfarbige Druck ermöglicht es uns auch kleinste Details, wie zum Beispiel karierte Hemden oder gepunktete Kleider im Detail liebevoll darzustellen. Es wird dieses Jahr im Bereich H0 für die Spur H0 12 Neuheiten geben. Ich zähle nur einige auf. Der Bahnbeamte am Schreibtisch oder die Frau am Schminktisch, da besonders interessant, man sieht sogar das Spiegelbild der Frau im Schminkspiegel. Ganz großartig ist auch der Clown gelungen. Da sieht man, welche farbige Details der farbige 3D-Druck ermöglicht. Oder der Redner oder Vater und Sohn beim Fußballspielen. Natürlich bauen wir auch unser 3D-Masterfiguren-Sortiment für die Spur N und die Spur Z weiter aus. Wir haben bereits 2023 und 2024 Neuheiten in diesem Segment präsentiert, die bei den Freunden dieser Spurweiten sehr, sehr gut angekommen sind. Und auch 2025 wird es wieder 12 neue Sets für die Spur N geben und 6 neue Sets für die Spur Z. Ich erwähne hier zum Beispiel das Gleisbautrupp oder die Mütter mit Kindern, die Motorrollerfahrer und hier auch wieder die Motorradfahrer.
Ja, Frau Carlucci, jetzt stehen Sie schon länger da und haben noch gar nichts zu tun gehabt. Ich hätte eine Frage an Sie. Erstmal Hallo. Hallo, genau, Entschuldigung. Hallo. Danke für die Einladung. Sehr, sehr gerne, sehr gerne. Wie sind denn diese 3D-Masterfiguren, also die farbig gedruckten Figuren, bei unseren Kunden in der Modellbauwelt angekommen? Ja, das ist sehr interessant. Ganz am Anfang waren sie ein bisschen skeptisch, weil sie unsere normale Figur kennen, aber die sind total begeistert. Kann man sagen, dass die Masterfiguren den handbemalten Figuren irgendetwas wegnehmen, in dem Sinne, dass deswegen weniger handbemalte Figuren verkauft werden? Nee, noch. Das glaube ich nicht, weil es ganz andere Sets sind. Beispiel bei H0 sind es so ein Einzelset, wo ganz toll ankommen, auch für H0-Spuren, aber bestimmte N- und Z-Spuren, die lieben das wirklich. Schon, oder? Gerade ich kann mir vorstellen, die Spur Z, die haben ja an Figuren bisher keine große Auswahl gehabt. Gerade die Kletterer und die ganze Bauarbeiter und was ganz besonders sind, die Hirsche, die Kleinen und die Kühe. Also finde ich schon toll. Ja, also freuen wir uns sehr. Also ich sehe immer die Gesichter im Geschäft, wie sie grinsen, wenn ich sage, ich habe was Neues hier im Laden. Da sind sie ganz begeistert. Ja, und ich meine, Sie haben ja auch das ganze Sortiment hier. Das Ja. ist ja auch großartig. Also wenn man ist hier reinkommt, da ist man echt auf den ersten Blick mal erschlagen, was es alles an Auswahl gibt. Stimmt. Gut, weiter im Programm, Ende der Werbepause, machen wir mit Neuheiten weiter, Frau Carlucci. Ja. Gehen wir zu einem Thema, was wir letztes Jahr auch schon präsentiert hatten, was super gut ankam. Das sind unsere 3D-Master-Fahrzeuge für die Spur Z. Die Spur Zettis, die Z-Freunde, die haben nur eine sehr kleine Auswahl an Produkten und insbesondere die Fahrzeuge, die wir letztes Jahr erstmals präsentiert haben, sind hier großartig verkauft worden. Und dieses Jahr gibt es wieder 4 neue Sets, ganz klassische Fahrzeuge, darunter zum Beispiel VW Käfer, Porsche 911, Mercedes-Benz W201 und 2 Traktoren mit Besatzung. Also da sitzt einmal der Bauer drauf und einmal sogar der Bauer mit einem kleinen Bub, soweit ich das in Maßstab 1:220 noch erkennen kann. Das sind jeweils wieder Sets mit 2 Fahrzeugen in unterschiedlichen Farben und ich bin mir sicher, auch das wird wieder viele Freunde finden. Bleiben wir noch bei den Masterprodukten. Die letzte Neuheit in diesem Bereich sind die 3D-Master-Themenwelten für die Spur N. Themenwelt, dieser Begriff steht bei uns für ein Produkt, das sowohl Figuren als auch Zubehör in einem Set umfasst. Wir haben letztes Jahr, also 2024, 3 Themenwelten für die Spur N präsentiert. Das war das Bahnbetriebswerk, der Gleisbau und die Werkstatt. Und 2025 folgen nochmal 3 Themen. Das ist die Schreinerei, die Metallverarbeitung und das Lager. Wie gesagt, jedes Set enthält die farbig gedruckten Figuren und das farbig gedruckte Zubehör. Bleiben wir bei den Themenwelten, jetzt wieder zurück zu den handbemalten Produkten und zurück zur Spur H0. Seit vielen Jahren machen wir für die Spur H0 Themenwelten und ich denke mir, das, was alles in diesen Sets enthalten ist, trägt wirklich dazu bei, die Anlagen noch lebendiger zu machen. Seit einiger Zeit beobachten wir den Trend, dass es auch in der Dekoration von Innenräumen auf einmal realistischer zugeht. Deswegen dieses Jahr 6 Sets zum Thema Räume. Wie gesagt, diese Sets enthalten die Figuren und das Zubehör. Wir haben hier das Esszimmer, die Küche, das Wohnzimmer, das Schlafzimmer, das Kinderzimmer und ein Badezimmer. Jedes Set enthält die passende Möblierung mit den jeweils passenden Figuren. Und jetzt kommt so ein kleiner Spoiler auf unsere diesjährige, wir nennen das Saisonpromotion, also das, was ab Oktober 2025 im Fachhandel passieren wird. Da werden wir ein ganz tolles Diorama, bei vielen Händlern ein ganz tolles Diorama zeigen mit einem Lasercut-Gebäude,
dekorierten Innenräumen und der sogenannten Micro-Rooms-Beleuchtung. Das sind so kleine Räumchen, die man hinter die Fenster kleben kann und entsprechend ausdekoriert und beleuchtet. Also freuen Sie sich auf unsere Saisonpromotion im Herbst. Ja, Frau Carlucci, die Ausgestaltungs- und Dekorationsmöglichkeiten im Modellbahnhobby werden immer größer, die Szenen immer realistischer. Sie treffen jetzt ja bei uns im Laden sehr viele Leute. Sind es nur Modellbahner oder sind es auch Personen, die aus ganz anderen Hobbys zu uns finden? Gute Sache, ja. Also bei uns im Laden kommt wirklich alles. Ob das kreative Leute sind oder natürlich Modellbauer. Auf jeden Fall kommen auch ganz viele Schüler inzwischen, wo quasi so Schulprojekte haben, Kindergarten. Und was mir ganz toll viel Spaß macht, wenn Familien kommen hier. Die bauen wirklich am Wochenende so eine kleine Landschaft, das muss gar nichts mit Züge zu tun haben, aber einfach kreativ. Und das macht wirklich Spaß, weil wir haben wirklich die richtigen Produkte dazu. Ob das Begrasung ist oder diese Figuren, wo wir jetzt gerade anbieten. Und das macht wirklich. Ich glaube, das kann man schon mal sagen, was Sie hier für tolle Sachen machen. Sie machen, glaube ich, auch Kindergeburtstage. Genau, Hanno. Wie sieht denn so ein Kindergeburtstag aus? Also, die buchen bei mir den Kindergeburtstag. Wir bauen quasi ganz einfach auf so ein kleines Brettchen. Ich berate das mit den Eltern oder mit dem Kind, wo Geburtstag hat. Und die Kinder dürfen sich selber aussuchen, entweder ländlich oder städtlich, ein bisschen kreativ zu sein. Und es findet quasi fast 3 Stunden statt. Und ich glaube, die Mamas bringen dann einen Kuchen mit, oder? Genau. Okay. Genau. Also wirklich coole Sache. Wie alt sind dann die Kinder, die hier? Also ab 6 Jahren. Ab 6, also okay, da ist ich dann natürlich. Ab 6 Jahren. Wie viele Kinder? Also mein höchstes war 12 Kinder. Oh, okay, also das macht man nicht mehr. Doch, das geht gut. Okay, geht gut. Alles klar. Also interessant, auf jeden Fall haben wir hier ganz unterschiedliche Zielgruppen im Laden und gerade die Rahmenbastelei, die Familienbastelei, da sehen wir schon, dass das mehr wird. Wieder zurück zu den Neuheiten. Ein Artikel, auf den ich mich dieses Jahr besonders freue, sind die neuen Funny Scenes. Da sagt eigentlich der Titel schon, um was es geht. Es geht um lustige Szenen. Diese Funny Scenes, das sind Exklusivartikel im Rahmen unserer Saisonpromotion, die ich vorhin schon mal kurz erwähnt habe. Und die werden ab Oktober bei ausgewählten Händlern verfügbar sein. Insgesamt gibt es 12 Funny Scenes, das sind jeweils 3 Figuren und vielleicht noch ein kleines Zubehörteil zu verschiedenen Themen. Da wäre zum Beispiel die Szene in Flagranti. Da ertappt eine hintergangene Ehefrau ihren Mann mit seiner Geliebten. Dann wäre da die Szene Saufbrüder, wo 2 leicht angetrunkene Herren nach Hause kommen und die Dame des Hauses ganz klassisch mit dem Nudelholz hinter dem Rücken auf die 2 Jungs wartet. Dann wäre da die Szene zu schnell, in der 3, vermutlich auch, also gehen wir davon aus, sie sind nicht nüchtern, vermutlich auch angeheiterte junge Männer versuchen, einen Blitzer zu fällen. Das war jetzt nur mal der Spoiler für 3 dieser insgesamt 12 Szenen, aber mit Sicherheit werden die Modellwelten ab Oktober diesen Jahres beleben. Ein ganz anderes Thema, der Winter ist noch voll zugange. Wir haben heute hier so doch deutliche Minustemperaturen, aber Weihnachten ist vorbei und trotzdem denken wir schon an das nächste Fest. Es wird auch 2025 wieder einen Adventskalender geben, einen Figuren-Adventskalender. Dieser Spruch, den der Herr Leiter mal geprägt hat, hinter jedem Türchen ein Figürchen, also handbemalte Figuren für die Spur H0, TT und die Spur N und dieses Jahr erstmals für die Freunde der Spur Z ein Adventskalender mit farbig 3D gedruckten Figuren. Also einen Spur Z Adventskalender hatten wir noch nie. Ich hoffe, dass der... Da freut es mich auch schon. Freut sich auch schon drauf, Frau Carlucci. Super. Also für meine Kunden freut Für Ihre Kunden, ja. Aber ich dachte, Sie fangen jetzt an, Spur Z zu basteln. Noch nicht. Noch nicht.
Das Thema Figuren ist ja was uns das ganze Jahr beschäftigt. Wir haben in der Firma ein Team, das darüber entscheidet, welche Figurenthemen wir umsetzen. Wir haben einen irrsinnigen Fundus an Ideen, eine riesige Datei, und dieser Ideenfundus, der speist sich wirklich von Modellbahnern, von Bastlern, von unseren Mitarbeitern, von unseren Händlern. Jeder, der eine Idee hat, jeder, dem etwas fehlt, der gibt das rein, und dann wird das gesammelt und einmal im Jahr bei uns in der Firma diskutiert. Das ist also auch ein Vorschlag an Sie, an unsere Zuschauer. Wenn Sie irgendwelche speziellen Figurenthemen suchen, schicken Sie eine Mail an info@noch.de und dann landen Sie auf unserer ewigen Wunschliste. Wie gesagt, die ist ewig, also ich kann nicht versprechen, dass Ihre Idee dann tatsächlich auch kurzfristig umgesetzt wird, aber sie wird auf jeden Fall diskutiert, das kann ich versprechen. Ich weiß, Frau Colucci, die Figuren, die sind Ihnen besonders ans Herz gewachsen. Ist Ihnen jetzt aus Ihrer Arbeit, sind irgendwelche Themen bekannt von Bastlern, von Seminarteilnehmern, dass Sie sagen, das würde uns noch fehlen im Sortiment? Also die Kunden kommen immer mit Ideen noch. Okay. Sie haben immer tolle Ideen und sagen, wir brauchen Elefanten, Giraffen, weil sie einfach einen Zoo bauen möchten. Und was sie auch ganz toll finden, dass sie immer mitdenken mit uns und sagen, hey, schreibt ihr das mal auf oder so. Und dann sage ich, ja, das mache ich gebe es ihnen ja immer weiter. Und doch, das finde ich toll, dass die voll bei uns integriert sind. Also das finde ich echt toll. Sehr aktiv. Man hat schon dann, wenn man hier ist, das Gefühl, persönlich auch sich mit einbringen zu können. Auf jeden Fall. Na gut, wir sind eine kleine mittelständische Firma mit ein paar Handvoll Mitarbeitern, und das macht natürlich schon auch Spaß, mit den Kunden gemeinsam zu arbeiten. Genau, dass sie auch mitdenken. Das ist auch schön, dass sie auch was dazu sagen möchten. Ja gut, jeder hat sein Projekt auf seiner Anlage und da fehlt mit Sicherheit immer irgendetwas, um das komplett auszugestalten. Ja, Frau Colucci, ich bedanke mich ganz herzlich, dass Sie heute bei unserer Neuheitenpräsentation mit dabei waren. Ich darf nachher gleich weiter abeilen zum Sebastian, der zusammen mit dem Florian Giwanski ein ganz besonderes Neuheiten-Highlight präsentieren wird. Herzlichen Dank und weiterhin so tollen Erfolg hier in unserer Modellbauwelt. Danke noch. Ich bin mittlerweile jetzt hier oben angekommen bei uns im Fotostudio, haben wir ein bisschen was aufgebaut. Und bei mir ist der Florian Giwanski, das ist unser Modellbauer. Den kennt ihr auch schon aus diversen Videos, die wir auch schon zusammen gemacht haben, gerade im Advent und so. Und er ist bei uns zuständig eben für die Gestaltung dieser wunderschönen Landschaften und hat auch sehr großen Anteil gehabt an der Entwicklung des Produkts, was wir jetzt vorstellen möchten. Hallo Florian. Hallo, auch von meiner Seite. Willkommen im Video. Ich freue mich, dass ich stellvertretend für den Anlagenbau und das ganze Kreativteam halt auch mal ein paar Neuheiten vorstellen darf. Und gerade mit so einem Highlight, für mich persönlich vom Neuheitenblatt, was wir haben. Ja. Das ist schon eine schöne Sache. Genau. Lassen wir die Katze aus dem Sack, in Anführungszeichen. Genau. Und zwar möchten wir heute euch vorstellen, die neue Generation der Grassmaster. Und zwar haben wir hier vor mir steht schon ein Gerät, oder vor uns steht schon ein Gerät, einen Grassmaster 4.0 entwickelt und ein Set, in dem wir einen Grassmaster 4.0 Profi haben. Dazu gleich mehr. Den Grassmaster 3.0, den wir aktuell im Programm haben, den wird es weiterhin geben. Der wird allerdings unser Einsteigergerät sein, also für den professionellen Einstiegsmodellbauer. Und wenn ich jetzt den Grassmaster 3.0, den wir ja schon Jahre im Programm haben, zum Einsteigermodell erkläre, dann zeigt das schon auch gleich, was hier jetzt auf uns wartet, weil da muss ja dann nicht eine Schippe drauf, dass man das auch halten kann als Versprechen. Florian, vielleicht magst du mal gerade so ein bisschen kurz erzählen. Wir haben verschiedene Versionen. Einfach mal ganz kurz so grob die Einführung vielleicht. Ja, du hast gesagt, also wir gehen mit dem Grassmaster jetzt in die 4. Generation. Wir haben aus den ersten 3 ordentlich gelernt und auch noch mal ein paar Punkte gehabt, wo wir gesagt haben, da könnte man vielleicht noch mal ein bisschen was noch mal, justieren. Ja. Ich bin ganz ehrlich, ein Projekt, was viel Blut, Tränen, Schweiß gekostet hat, weil wir es perfekt machen wollten. Und ich glaube, alle sind froh, dass wir das auch hingekriegt haben. Genau, also wir haben den Grassmaster an sich von der Funktion selber. Und das sieht auch ähnlich aus wie der Grassmaster 3.0. Ja. Ist es eigentlich ähnlich. Also wir haben eine Dose, wo das Gras reinkommt und halt ein Gerät an sich, was jetzt halt neu ist. Der eigentliche Grassmaster ist das hier. Okay. Also es ist nicht mehr eine Einheit, die verbunden ist. Wir haben jetzt nämlich Wechselbehälter.
die man dann nämlich auch schön einzeln kaufen kann. Das heißt also, wir haben jetzt nicht mehr die Thematik, wenn man eine Grasfläche hat, wo der Graskleber schon aufgetragen ist, wo man mit unterschiedlichen Farben arbeiten möchte, dass man, ja, da ist immer so das Problem, man muss die Fasern wechseln. Ja. Man muss das rausmachen, neue rein und das frisst halt Zeit, wenn der Kleber natürlich schon aufgetragen ist. Das heißt also, jetzt können wir hier zum Beispiel, nehmen wir einfach mal 4 mm Mittelgrün reinmachen, haben dann einen zweiten Behälter und da ist dann 4 mm Wiese als Beispiel drin. Ja. Und dann arbeiten wir erst mit dem Behälter, streuen es auf, können den runter machen und wechseln dann quasi auf einen neuen Behälter. Ja. Das ist einmal so mit, ich glaube erstmal das, was optisch am auffälligsten Genau. ist, genau. Da vielleicht noch ganz kurz, du hast es so im Nebenher mitgenommen als gegeben, aber was ich auch noch ganz großartig finde, diese Wechselbehälter, das ist ja nicht nur, dass du die schnell wechseln kannst und besser arbeiten kannst damit, sondern die sind ja mittlerweile auch transparent. Das heißt, Genau. man kann durchschauen oder reinschauen auch viel mehr. Und du siehst ja auch gleich, in diesem Behälter jetzt zum Beispiel, da ist kein Gras mehr drin. Also man sieht den Füllstand sofort, was beim Grasmaster 3.0 zum Beispiel nicht der Fall war. Der Genau, war da war es weiß. weiß, da kann ich also nicht reingucken. Also das ist auch nochmal eine kleine, aber sehr, sehr feine Veränderung, die wir eben hier vorgenommen haben. Und das ist halt auch eine schöne Lagermöglichkeit. Ne? Also Ja. mit dem normalen Grasmaster 4.0 haben wir auch wieder die 3 Siebe dabei, aber auch wieder den verschließbaren Deckel. Ja. Das heißt, man kann sich quasi also die Fasern einfüllen und wenn man fertig ist mit dem Begrasen, die auch einfach in ein Regal stellen. Vielleicht beschriftet man sie noch, was jeweils drin ist. Genau. Und dann ermöglicht das auf jeden Fall ein einfacheres Arbeiten. Ja, das ist eine super Sache. Das jetzt mal zu dem optischen. Ja, und dann haben wir noch wirklich eine ganz, ganz große Änderung unter der Motorhaube sozusagen vorgenommen. Genau. Also pauschal muss man sagen, hier ist eigentlich nichts mehr großartig außer die Erfahrung übernommen. Also es ist eine komplette Neukonstruktion. Wir haben auch eine komplett neue Technik drin. Das Gerät kommt mit 15 kV, der 3.0 hat 11 kV. Das heißt, wir sind hier auch leistungsstärker Ja. unterwegs, was man beim Begrasen auch schon ordentlich merkt. Also das macht schon Spaß, mit dem Gerät zu arbeiten. Und wir sind ein bisschen nachhaltiger unterwegs diesmal. Ja, das ist Denn wir haben einen festen Akku verbaut, den man einfach laden kann über USB-C. Also Ja. das heißt, so das Batterien oder die normalen Akkus, die man kennt, mit dem Batteriefach, das fällt jetzt weg. Das Ja. ist alles fest verbaut und kann somit geladen sicher werden. sparen. Auch. Genau, das ist für mich eigentlich somit eine der größten Änderungen, die wir vorgenommen haben in dieser Generation, die mich persönlich auch mit am meisten freut, weil du einfach dieses Batterienwechseln nicht immer hast. Du hast immer bei den Geräten bisher, musstest du immer eine Batterie rausnehmen, reinlegen. Hier haben wir Akkus mit drin, die sehr leistungsstark sind. Also wir haben hier auch eine Laufzeit von 4 Stunden. Von 4 Stunden, genau. Und bei dem großen Gerät, zu dem kommen wir gleich, geht es tatsächlich sogar bis an die 8-9 Stunden hoch, je nachdem, in welchem Bereich man da arbeitet. Also die sind sehr, sehr, sehr lang haltbar und du kannst sie natürlich jederzeit nachladen. Also über dieses USB-C-Kabel, du hast es gerade schon angesprochen, ist das Laden natürlich sehr einfach. Also ich kann das hinten, ich stecke das einfach mal kurz ein, dann sieht man das eben mit einstecken und wir haben vorne einen ganz normalen USB-Anschluss dran. Das heißt, ihr könnt da ein handelsübliches Ladegerät, was ihr jetzt vielleicht vom Handy habt oder von, was weiß ich, gibt es ja mittlerweile überall. Also das ist ja auch diese EU-Richtlinie, die dann eben Genau. sagt, du musst über USB-C alles Mögliche laden können, damit eben dieser Kabelsalat ein bisschen reduziert wird, kannst du dann im Prinzip auch diesen Grasmaster 4 laden. Ganz nett, weil ich gerade das hier ausgesteckt habe. Hier oben sieht man am Griff nochmal so einen kleinen Anguss. Der ist auch zum Beispiel so eine kleine Neuerung, die wir bisher nicht hatten. Bisher war das so, dass wir einen runden Grasmaster haben. Das heißt, wenn ich den auf den Tisch lege, dann bewegt er sich ein bisschen. Mit diesem Fuß, den wir jetzt hier angegossen haben, ich darf mal kurz die Siebe ein bisschen schieben, kann ich dieses Gerät jetzt ablegen und es kann mir jetzt nicht vom Arbeitstisch runterrollen. Und das ist auch so eine kleine Änderung, wie du gerade auch schon gesagt hast. Wir haben sehr viel Erfahrung mit einfließen lassen aus den letzten Generationen, muss man ja schon sagen. Dieses Gerät gibt es ja mittlerweile in der 4. Generation jetzt. Und das ist eben auch so eine Kleinigkeit, die wir jetzt hier verändert haben, die Sache auch deutlich gemütlicher macht vom Arbeiten, weil du halt nicht Sorge haben musst, dass die mal irgendwie runterfliegt. Wichtig vielleicht noch zu erwähnen, wenn wir uns hier oben die Steuereinheit nochmal angucken, du hast auch noch eine LED mit drin, die Ja. dann quasi eine Rückmeldung gibt, wann das Gerät geladen werden muss. Ja. Also da kommt dann schon eine Rückmeldung, wo man dann weiß, okay, jetzt sollte ich vielleicht nicht mehr damit arbeiten, beziehungsweise wenn ich das optimalste Ergebnis haben möchte, den einfach nochmal ganz kurz aufladen. Genau. Sehr schön. Zu den Leistungen hast du gerade schon gesagt, wir haben hier bei dem 4.0 eben diese 15 kV, die wir da generieren. Beim 3er sind es nur 11 kV. Das heißt, da ist auch nochmal deutlich mehr Power im Gerät drin, die eben aus diesem Akku erzeugt werden kann.
Und jetzt kommen wir vielleicht gerade kurz zu der Tasche, die hier steht. Gut, nach dem Modellbahn im Aktenkoffer haben wir hier nochmal den Grassmaster in der Reisetasche genau. Sozusagen, genau. Und das ist quasi der Grassmaster 4.0 Profi als Set, den wir eben auch anbieten dieses Jahr als Neuheit. Und in diesem Set enthalten ist tatsächlich auch diese Tasche schon mal gleich. Das macht es tatsächlich sehr, wie sagt man da, handelbar, also gut verwendbar, weil du kannst halt dieses Gerät, du musst jetzt nicht irgendwo in den Bastelkeller stellen, sondern kannst du wirklich wunderschön wegpacken, kannst es in die Ecke stellen und hast einfach alles mit drin. In diesem Set drin, ich fange mal vielleicht mit dem Gerät an und nehme das mal raus, ist der Grassmaster 4.0 Profi. Und der sieht jetzt von außen betrachtet erstmal genauso aus wie der 4.0. Das heißt, wo ist denn da der Unterschied eigentlich? Wir haben den Unterschied, wenn man von hinten drauf schaut, hier in Form eines Reglers. Der 4.0 hat einen größeren Akku und einen etwas stärkeren Ausgangsspannungssatz damit auch. Das heißt, wir können hier von 11 bis 20 kV regeln und der reguläre 4.0 hat eben diese 15 kV fix. Das heißt, ich kann hier weniger oder auch mehr Spannung drauf geben. Warum ist sowas wichtig, Florian? Ja, man muss ja dazu sagen, unser Produktportfolio, was die Grasfasern angeht, das ist ja immens groß. Wir haben 42 Fasern insgesamt unterschiedlich im Sortiment und die gehen von 1,5 mm bis zu 12. Jetzt ist natürlich das Thema, wenn ich 12 mm Grasfasern arbeite, dann möchte ich die meiste Spannung haben. Wenn ich jetzt aber im Gegensatz mit 1,5 arbeite, dann brauche ich es gar nicht. Ja. Ja, also dann geht es auf die Akkulaufzeit, dann kann ich mir das eigentlich sparen, das runterregeln. Und das Thema ist ja auch, wer mit so einem Gerät schon mal gearbeitet hat, der wird wissen, wenn ich jetzt damit arbeite und über der Oberfläche bin, also quasi das Gras gerade einschieße, dann habe ich auch mal diese Fäden, die sich hochziehen, einfach weil dieses elektromagnetische Feld sich aufgebaut hat. Durch das Runterregeln kann man das auch verhindern. Das heißt also, man kann auch so ein bisschen den Fluss, was wirklich rauskommt und was dann an dem Gerät hängt, ein bisschen minimieren. Okay. Und ein Thema, was ganz oft auch auf Messen generell mal gefragt wird, wenn es mal heißt, ja, meine Fasern, die stehen irgendwie nicht, also das funktioniert nicht so ganz. Die Grasfasern, wenn sie neu bringen immer so eine gewisse Grundfeuchte mit. Und je älter die halt sind, desto mehr trocknen die halt aus. Okay. Und da kann man jetzt mit dem Gerät halt auch so ein bisschen mitspielen und sagen, okay, ich brauche vielleicht für ausgetrocknete Fasern weniger Leistung oder mehr Leistung, je nachdem. Klar, Feuchtigkeit, die lässt natürlich den Strom ein bisschen besser fließen. Dreht da ein bisschen mehr auf, für trockene Fasern. Für normale Fasern feuchte brauche ich es halt nicht. Also wir haben da wirklich schöne Möglichkeiten, jetzt individuell auf die Fasern an sich, die man auch hat, einfach drauf einzugehen. Ja. Da muss man oder kann man dann wirklich ein bisschen rumprobieren auch, was funktioniert besser. Höhere Spannungen sind natürlich für längere Grasfasern ganz gut geeignet, wie du gerade schon gesagt hast. Genau. Wenn es kürzere sind, dreht man ein bisschen runter und hat dann eben ein bisschen mehr Laufzeit. Genau. Damit also wir sagen ja nicht ohne Grund, das ist so das Rundum-Sorglos-Paket. Absolut. Da kann man wirklich nichts mit verkehrt machen. Absolut. Ich habe jetzt gerade gesehen an diesen Geräten, bevor jetzt in den Kommentaren vom Video Fragen auftauchen. Richtig. Wir haben hier einmal einen Gegenpol dran, die hängt hier dran. Hier ist keiner dran. Das ist nachher in der Serie bei beiden vorhanden. Wir haben jetzt allerdings zum Zeitpunkt dieser Produktvorstellung für die Neuheiten hier bisher nur die Prototypen, mit denen wir das gerade zeigen. Die Lieferung wird dann ab Quartal 2 2025 stattfinden. Wir haben noch keinen ganz konkreten Liefertermin, weil wir tatsächlich aktuell in den letzten Zügen der Entwicklung stecken, beziehungsweise Entwicklung ist abgeschlossen, aber das gerade eben übergeben wird in die Umsetzung. Und deswegen haben wir hier auch ein Quartal als Liefertermin eingegeben. Aber nicht, dass da jetzt irgendwie Konfusion herrscht. Da wird nachher auch ein Gegenpol dabei sein. Also die ist ganz wie gewohnt auch bei den anderen Geräten bisher immer eine Cogodet-Klemme als Gegenpol dabei. Ganz genau, ganz genau. So, jetzt hast du gerade schon gesagt, rundum sorglos Paket. Wir haben ja hier noch ganz viel in unserem Reisekoffer drin. Genau. Ich gebe den vielleicht mal gerade einfach eins rüber. Und wir haben ja vorhin schon mal erklärt an dem 4.0, dass es dieses Wechselbehältersystem gibt. Korrekt. Ich mache jetzt diesen Wechselbehälter mal ab. Das Schöne an diesem Ding ist, da ist jetzt kein Gewinde oder irgendwas drauf, sondern das wird einfach nur gesteckt. Und jetzt fragt man sich, ob das hält oder nicht. Ja, das hält, weil wir haben hier so einen Bajonettverschluss. Das heißt, hier ist eine kleine Kugel, die von hinten mit einer Feder dagegen gedrückt wird, auf der anderen Seite auch, also an zwei Seiten quasi eine Kugelsicherung. Aber du kannst natürlich hier wunderbar, wenn das jetzt eingerastet ist, durch ein leichtes Drehen diese Kugeln quasi rein und dann kannst du es einfach abziehen und das ist super. Abziehen ist ein gutes Thema. Durchsichtiger Wechselbehälter in der normalen Größe wird hingelegt und jetzt rollt mir auch dieser
Dinger hier nicht weg, weil auch Der da liegt ist jetzt quasi fix, dieser, genau. liegt da, Fuß dran. Jetzt bin ich Und gespannt, womit du startest. ich fange jetzt an mit dem XL-Behälter. Sehr Genau, gern. der ist bei uns intern auch so ein bisschen der Jumbo-Behälter, das ist nämlich der große. Dieser Behälter ist vom Grundaufbau eigentlich genau so aufgebaut wie der reguläre Standardbehälter, nennen wir den einfach mal. Das heißt, wir haben hier auch eine durchsichtige Behälterform, in der ich eben auch sehen kann, wie viel Gras noch drin ist oder nicht. Und wir haben auch, wie bei dem normalen Behälter hier, 3 verschiedene Siebe, die mit in diesem Set drin sind. Ich nehme jetzt einfach mal nur das grobe Sieb raus. Im Prinzip, ihr kennt das von den das bisherigen sind Geräten schon. Genau die gleichen Öffnungsgrößen wie bei den bei den anderen Geräten oder den anderen Behältern. Einmal so ein feines, einmal ein mittleres und einmal ein grobes. Ich habe jetzt hier, glaube ich, das grobe in der Hand. Ja, genau, muss das grobe sein. Und halt dazu auch wie bei allen anderen einmal noch Deckel. einen Deckel. Genau. Deckel hat natürlich wieder einen Vorteil, wenn ich lagern will, wie du vorhin schon gesagt hast. Korrekt. Also wenn ich jetzt eben hier, ich habe es jetzt gerade, wir können ja rumspielen, wir haben alles da. Bei dem 4.0 ist jetzt eben dieser Behälter drauf und hier ist jetzt auch ein Deckel drauf. Das heißt, wenn ich jetzt hier Grasfasern eingefüllt habe, ich habe begrast, dann kann ich das einfach zuschrauben, stelle das zur Seite und lagere das und kann jetzt meinen zweiten Behälter, den ich vielleicht sogar schon vorbereitet habe mit längeren Grasfasern, da nehme ich jetzt den Deckel ab, den wir hier haben, und schraube eben dieses Sieb zum Beispiel drauf. Habe das auch soweit vorbereitet und wenn jetzt der Kleber aufgestrichen ist, ich habe jetzt mit einer Faser vorgeflockt und will jetzt den zweiten aufsetzen, dann kann ich den einfach genauso aufklippen, wie wir das eben jetzt gerade mit dem normalen gemacht haben. Und auch der Behälter ist dann im Prinzip direkt einsatzbereit. Bei diesem XL-Behälter haben wir eben den Vorteil, dass wir deutlich mehr Material drin haben. Das heißt, auch da entfällt das, was bisher der Fall war bei den kleineren Behältern, wenn du größere Flächen machst und die Dass du dich einstreichst mit ordentlich Kleber. beeilen musst. Genau. Dass Da du kommen wir richtig, diesmal etwas besser mit weg. ja. Und dann kannst du eben auch größere Flächen mit diesem Gerät beflocken. Vielleicht noch mal ganz kurz ein Wort zu den Sieben, Ja. weil auch da haben wir eine ganz Kleinigkeit verändert. Also Okay. die Öffnungsgrößen sind schon die gleichen wie sonst gewohnt auch. Was nur auffällt ist, also du hast immer diese Querverstrebung drauf. Ja. Die waren vorher innen drinne, Okay. in dem Deckel, also in dem Teil, was man reinschraubt. Ja. Die sind jetzt nach außen gepackt. Hat einfach den Vorteil, dass jetzt dadurch die Grasfasern einfach besser durch das Sieb durchfallen und sich nirgendwo mehr aufhängen. Okay. Also auch wieder so ein kleines Gimmick, nenne ich es mal, was Ja. wir einfach geändert haben, weil wir durch die letzten Generationen einfach dazugelernt haben. Ja. Ja, da muss man schon sagen, also es gibt ja viele Geräte auf dem Markt, aber ich würde mal sagen, das ist jetzt schon das Beste, oder? Das ist schon das Beste, definitiv. Da kommt man eigentlich nicht dran vorbei. Da kommen wir nicht dran vorbei. Und das ist, also ohne das jetzt ironisch zu meinen, natürlich auch ein bisschen dieser jahrelangen Erfahrung geschuldet. Also wir haben diesen Grasmaster 1, ich glaube 2005 oder irgendwas, also vor fast 20 Jahren auf den Markt gebracht, waren die ersten, die im Prinzip dieses elektrostatische Begrasen für den Normalanwender zu Hause erschwinglich gemacht haben. Und wir haben da jetzt wirklich fast 20 Jahre Erfahrung. Und das merkt man halt genau an solchen Kleinigkeiten. Also Siebe, dieser Fuß, der eben das Wegrollen verhindert und so weiter. Das sind schon wirklich sehr, sehr ausgereifte Geräte, weil auch ihr, klar, natürlich im Team diese Geräte nicht nur entwickelt, sondern ihr braucht die ja auch. Ihr verwendet die, wenn ihr eben Landschaften baut, wenn ihr Dioramen baut. Ich gucke jetzt gerade schon rechts und links Genau, im Fotostudio mir ging's auch schon rum. die ganze Zeit rum. Da schauen wir nachher noch genauer auf das andere Diorama hier. Aber da braucht ihr die natürlich, das heißt, ihr entwickelt eigentlich das Werkzeug, was ihr als Profis braucht und das können wir natürlich dann dementsprechend euch auch anbieten und euch da auch die absolute Profi-Qualität zur Verfügung stellen. Ganz genau. Von daher hat das schon Hand und Fuß. Gut, also wir haben jetzt einen großen Behälter, den XL, den wir vorgestellt haben, und den normalen. Genau. Jetzt fehlt eigentlich noch irgendwas in klein. Das haben wir auch noch dabei. Also der Koffer, das ist ja quasi der Zauberkoffer, da kommt alles mögliche Lustige raus. Und zwar haben wir hier auch einen Detailbeflocker, nennen wir das. Der sieht jetzt tatsächlich erstmal ein bisschen lustig aus, vielleicht, wenn man das so zu Beginn sieht. Da ist in der Mitte ein Schlauch drin. Der Schlauch hat den Sinn, da läuft ein Kabel. Und zwar von hinten mit der Seite, wo ich das auf den Grasmaster aufstecke. Ich mache das einfach mal, das geht genauso einfach wie bei den anderen auch. Und vorne habe ich jetzt hier einen sehr kleinen Behälter dran, den ich auch wieder mit Grasfasern füllen kann. Da schraube ich jetzt mal den Deckel ab. Und hier sind auch wieder 3 Siebe mit dabei, also ein feines, ein mittleres und ein großes. Dann nehmen wir jetzt vielleicht einfach mal das feine, was wir draufschrauben. Und jetzt kann ich dieses Gerät auch wieder anschalten und kann dann hier mit diesem kleinen Gerät, beziehungsweise mit dem kleinen Aufsatz, natürlich viel, viel besser
begrasen, wenn es jetzt zum Beispiel um so Feinheiten geht, wie hier vielleicht am Ufer hinter der Brücke oder du kannst es mal zeigen, du kommst besser hin. Kommt ein bisschen besser hin. Genau. Also wenn du irgendwie baulich das Thema hast, dass du die normalen oder den großen Behälter nicht nehmen Ja, kannst, ich baue das gerade mal zusammen. Das macht nämlich einen riesen Spaß hier mit diesen Wechselbehältern. dann kommt nämlich der Detailbeflocker zum Einsatz. Ja. Und das ist auch einfach vom Arbeitsbereich auch ein bisschen einfacher oder angenehmer, weil wenn ich wirklich nur so, sagen wir mal, kleine Grasbüschel oder eine ganz kleine Ecke begrasen möchte, bei dem großen Behälter fliegt es immer in alle Ecken. Und hier kann ich halt ganz vorsichtig sauber arbeiten und das kommt wirklich nur dahin, wo ich es dann auch haben möchte. Ja. Ich finde es halt gerade auch super, wenn du jetzt irgendwie dieses Gerät hast und du musst da so irgendwie unter die Brücke, das kannst du vergessen, da räumst du die Brücke eher mit ab. Genau. Und hier kannst du da aber trotzdem noch irgendwie drunter. Ja, Da ist die Brücke eigentlich das perfekte Beispiel, dass man da jetzt noch irgendwie vernünftig Gras setzen kann. genau. Und was ich halt auch immer manchmal habe, ist, wenn du dann irgendwie so Straßenzüge baust, dann hast du halt rechts und links so Gebäude und in der Mitte ist irgendwie eine Straße, wo dann vielleicht nur mal so ein kleiner Grünstreifen irgendwie an so eine Verkehrsinsel oder so soll. Und wenn du halt mit der großen Kiste in Anführungszeichen, also mit dem großen Grasmaster da am Arbeiten bist, dann ist die ganze Straße halt auch Genau, grün. dann schwebst du auch immer über den Dächern, weil du in die Lücke eh nicht Du reinkommst. kommst nicht rein. Und dann dadurch verfälscht es natürlich auch wieder so ein bisschen das Ergebnis, weil das Feld einfach größer ist Ja. und die Leistung nicht da Und da ist. bist du natürlich mit diesem Detailbeflocker richtig gut dabei. Und es kann natürlich irgendwie auch noch so als Art verlängerter Arm dienen. Ja. Also wenn man eine tiefe Anlagenkante hinten hat, wo man sagt, man möchte da jetzt noch was machen, kann man das auch einfach irgendwie Einmal so über als den Verlängerung Tisch blocken. nutzen. Genau. Sehr Kann schön. da gut mitarbeiten. Super. Ja, bleibt mal kurz bei unserem Reisekoffer, um die Geschichte vom Grassmaster 4.0 Profi einmal zu Ende zu erzählen. Also in diesem Set, da habe ich jetzt gerade schon eben diesen Detailbeflocker rausgenommen, ist im Prinzip enthalten dieser Detailbeflocker. Den gibt es aber auch einzeln. Also wenn ich jetzt den 4.0 Profi mir zulege, Den 4.0, den normalen? genau, den normalen. Aber auch wenn ich einen Profi habe und ich finde den Beflocker Du mega kannst cool trotzdem, und sag, du ich kannst will alles zwei einzeln davon. kaufen. Du kannst alles einzeln kaufen. Also es gibt quasi den Detailbeflocker einzeln. Macht keinen Sinn, den zweimal zu kaufen, aber du hast recht, man könnte auch für den normalen im Prinzip... Ja, macht schon Sinn, den zweimal zu kaufen. Jetzt bin ich gespannt. Ja, du kannst ja, das ist eigentlich vom System das gleiche wie hier. Also du kannst sagen, du nimmst Klar. da einfach, wenn du zwei unterschiedliche Fasern drin haben möchtest. das stimmt. Bei denen kannst du hier nicht abmachen, das ist halt eine Einheit. Ja. Dann brauchst du zwei, wenn du schneller arbeiten möchtest. Das stimmt. Also Sinn macht das stimmt. schon. Also gut, ihr braucht mindestens also zwei von diesen Detailbeflockern, wie wir gerade gelernt Um haben. gut arbeiten zu können. Um gut arbeiten zu können, zumindest in kleinen, nicht zugänglichen Bereichen. Die normalen Wechselbehälter, also in der Standardgröße, die gibt es auch einzeln. Bei diesen ganzen Wechselbehältern, also ob das jetzt dieser wichtige Detailbeflocker hier ist oder auch dieses XL-Behältnis, was wir hier haben, oder der Standardbehälter, es sind immer 3 Siebe mit dabei. Es ist immer einmal das feine, das mittlere und das grobe Sieb mit dabei und es ist auch jedes Mal ein Deckel mit dabei. Also ich habe jetzt hier den großen Deckel, den kann man ganz schön sehen für jetzt zum Beispiel diesen XL-Behälter. Das heißt, alles, was wir an Grasfasern nicht verbrauchen, müssen wir nicht irgendwie zurückfummeln in die Tüte, sondern das kann man einfach da drin lassen, stellen es in die Ecke und am Wochenende kannst du dann wieder anfangen. Genau. Sehr, sehr schöne Lösung, sehr, sehr schöne Idee. Gefällt mir persönlich gut, also muss ich echt sagen. Unser Reisekoffer bzw. unsere Reisetasche, die wir hier haben, die gehört jetzt zu diesem Set Grassmaster 4.0 Profi. Da kommt jetzt unser Detailbeflocker wieder rein, dass wir den einfach mal hier sehen. Dann Ich haben unterstütze wir, dich gerade mal mit dem bau das mal wieder zusammen. Profigerät. Das Profigerät kommt mit rein, regelbar mit dem großen Akku. Und dann haben wir eben hier nochmal diesen XL-Behälter, den ich hier auch nochmal dazu tun darf. Und dann haben wir eben den Deckel und somit alles mit drin. Also hier habt ihr im Prinzip wirklich alles drin, was ihr braucht. Das große Gerät, alle Einzelteile für die Grundausstattung, die alle auch einzeln erhältlich sind. Das heißt, wenn ihr mit dem 4.0 anfangt, könnt ihr da jederzeit ausbauen. Wenn ihr den 4.0 Profi als Set habt und sagt, ich brauche Zubehör, kann man das auch jederzeit einzeln dazu kaufen. Preise vielleicht noch ganz kurz. Das 4.0 Gerät liegt bei 179,99 € und das Set liegt bei 249,99 €. Einzelteile liegen dann jeweils so zwischen 20 und 30 €. Muss man auch ein bisschen reinschauen, was man braucht. Alles lieferbar ab Q2 2005. Weitere Informationen findet ihr auf der 25. Website. Oh, 25, 2005 war der erste Grasmaster. Ja. Aber da hast du den Bogen wieder gespannt. Da habe ich, genau, gerade deswegen habe ich es gemacht. Also 20 Jahre, ja genau, 20 Jahre, da haben wir den Bogen wieder. Sehr schön. Jubiläumsgrasmaster. Anniversary eigentlich. Hätten wir eigentlich auch noch was draufschreiben können, irgend so ein kleines Badge oder irgendwas. Vielleicht machen wir das noch, da packen wir noch so einen kleinen Zettel irgendwo mit rein. Genau, den mache ich jetzt mal
zu, damit er uns nicht ablenkt, weil ich habe mir aufgeschrieben, ich muss dran denken, es gibt noch eine kleine Innovation, die aber auch ziemlich cool ist, finde ich persönlich. Ich zauber das gerade mal hervor. Zauber das mal vor. Und das ist wirklich eine Innovation, auch wieder aus dem Hause Klein und Fein. Die darfst du vorstellen, weil die hast du nicht nur erfunden, sondern auch mit aller Vehemenz hier im Haus verteidigt und umgesetzt, genau. Ja, das ist der Grasstempel. Ja. Der ist jetzt, also der kam das erste Mal auf die Bildfläche im Herbst. Der Ja. ist auch in unserer Limited Edition schon drin. Genau. Und da war jetzt die Nachfrage so groß, dass gesagt wird, ja, aber ich habe schon einen Grasmaster, ich möchte ihn vielleicht einzeln kaufen. Dass wir gesagt haben, gut, klar, dann bringen wir ihn jetzt auch einzeln. Ja. Passt natürlich auch gerade mit dem 4.0. Genau, also das ist der Grasstempel, beziehungsweise besser gesagt die Grasstempel. Das geht einfach darum, das Begrasen hat sich in den letzten Jahren echt deutlich verändert. Also es ist gar nicht mehr unbedingt einfach nur so die Einheitsfläche, der Golfrasen, der dann irgendwie gerade erstellt wird, sondern eine Wiese, wenn man sich mal genau anschaut, setzt sich eigentlich zusammen aus vielen einzelnen Grasbüscheln. Und genau sowas kann man jetzt halt damit erzielen. Also man hat hier eine Kleberwanne. Ja. Also das ist genau das Set. In die Kleberwanne packt man natürlich den Graskleber rein. Das ist ganz wichtig, dass man das separat hat. Tunkt den Kleber rein, setzt dann den Stempel mit rein und kann dann quasi einfach losbegrasen, beziehungsweise halt einfach diese Stempel, diese Kleberstempel setzen. Und dann halt mit dem 4.0 oder mit dem 3.0, welches Gerät man von uns auch hat, dann halt drüber begrasen. Ich sage gleich ganz wichtig, die Wanne, warum? Das Thema ist, so eine Wiese setzt sich aus mehreren Schichten zusammen. Also das heißt, wenn wir jetzt die erste Schicht gemacht haben, ich arbeite zum Beispiel mal von klein auf groß, also von Kleinfasern fange ich an, arbeite dann nämlich nach oben. Wenn die erste Schicht durchgetrocknet ist und ich dann quasi die zweite begrase, also einfach wieder immer drüber gehe, dann habe ich das Thema, dass ich halt Grasfasern dran habe. Und wenn ich sie halt hier in der Wanne habe, kann ich die irgendwann einfach ausschaben, beziehungsweise minimiere halt da irgendwie so dieses Fasern mit drin und kann dann quasi den Graskleber, den ich immer nur einfülle, einfach wiederverwenden. Ja. Also wenn ich jetzt mit denen einfach in den Graskleber selber reingehe, dann habe ich irgendwann so viele Fasern damit drin, dass der Kleber ein bisschen hin ist. Ja, das ist halt ziemlich unschön. Genau, und dann haben wir einmal für die großen Flächen den größeren, und wenn du hast den gerade schon in der Hand, für kleine Ecken ist es eigentlich analog zum Detailbeflocker. Genau. Für kleine Flächen, zum Beispiel unter der Brücke, kann man dann den kleinen Stempel nutzen. Ganz wichtig ist auch, dass diese ganzen Pins, also das ist hier ein Silikon, das ist alles beweglich und auswaschbar auch, dass die alle unterschiedlich angeordnet sind. Weil wir möchten jetzt natürlich nicht irgendwie ein Raster haben, in der Natur ist auch immer alles irgendwie so kreuz und quer. Genau, und deswegen haben wir hier alle Raster, also alle Pins einzeln angesetzt. Die sind auch unterschiedlich groß, dass man da einfach eine schöne, realistische Begrasung dann später hinkriegen. Ja, ich sehe es schon. Und die sind auch sehr flexibel. Du hast gerade schon gesagt, irgendwie aus Silikon. Also das heißt, wenn ich die eintunke, und ich habe jetzt auch, was ja der Normalfall ist, keine gerade Fläche. Genau, ich habe ein bisschen Topografie drin, dann jetzt hier auch. Drückt sich das halt auch so ein bisschen ran und man kommt halt auch überall mit hin. Ja. Klar, hat man wirklich dolle Senken, dann würde ich nicht mit dem arbeiten, sondern halt klar mit dem kleinen wieder, aber man kommt mit den Produkten halt wirklich überall gut mit hin. Genau. Und wenn es mal irgendwie nicht ganz perfekt wird, ist ja auch nicht schlimm, das ist ja Natur, also soll ja unregelmäßig werden. Absolut. Dann kann man auch mit dem kleinen reingehen und mal mit dem großen. Sehr, sehr schöne Materialien. Genau, Silikon, hast du gerade schon gesagt, kann man auswaschen. Also der Graskleber ist ja sowieso, der noch Graskleber, wasserlöslich, solange der noch flüssig ist. Ich habe neulich einen ganz witzigen Tipp gesehen, auf irgendeinem Social-Media-Kanal war es, von den Damen, die ihre Wohnung neu gestrichen haben. Die haben auch so Malerwannen, wo die Farbe reingetan haben, und die haben da vorher einfach eine Tüte drüber gezogen. Kann man hier natürlich auch machen, eine kleine Tüte oder vielleicht eine Frischhaltefolie, einfach einmal drum, aber so, dass die quasi noch sich reinsetzt. Und dann haben die in dem Fall die Farbe, das geht aber hier mit dem Kleber genauso, einfach eingefüllt, haben den verwendet und haben nachher einfach die Tüte rausgenommen, weggeschmissen, weil dann bleibt quasi deine Wanne unbeschmutzt. Das kann man hier natürlich auch machen, das ist vielleicht ein ganz guter Tipp für den einen oder anderen, der etwas Sorge um seine Wanne hat, dann braucht man die nämlich nicht rein. Genau, aber die ist aus Kunststoff, die lässt sich genauso gut einfach auswaschen. Ja, geht wahrscheinlich sogar in Geschirrspüler, würde ich mal vermuten, wenn man sie jetzt da vielleicht nicht bei 80, 90 Grad durchlaufen lässt, aber das macht man glaube ich nicht, ich weiß gar nicht. Oh, ich würde es mit Hand auswaschen. Okay, Handwäsche und die müssen wir auch noch draufschreiben, genau. Nicht, dass irgendjemand auf die Idee kommt, das in die Waschmaschine zu schmeißen. Wunderbar. Ja, das sind sehr, sehr schöne Produkte. Wann kommt das und was wird es kosten? Der Stempel bzw. die Stempel, die kommen auch im Quartal 2 mit dem Grasmaster 4.0 zusammen. Die liegen bei 29,90 €. Okay, und das ist auch als Set, also die gibt es dann quasi nicht einzeln, sondern die beiden Stempel zusammen mit der Wanne. Als Set im Prinzip im Angebot. Sehr schön. Ist natürlich auch eine super Ergänzung, gerade wenn ihr jetzt schon einen Grasmaster habt, sei es der 3.0, 2.0, 1.0.
ist eigentlich egal, das funktioniert mit allen, solange es der gute noch Graskleber ist, den man hier verwendet. Und für die Neuen ist es natürlich auch ein schöner Mitnahmeartikel, wenn ihr sagt, ich investiere jetzt eben in den 4.0 oder 4.0 Profi-Set. Fragt bei eurem Fachhändler gleich, der hat die auch da und manchmal kann man mit denen ja dann auch nochmal sprechen, wenn man sagt, ich nehme jetzt hier so einen Reisekoffer mit. Vielleicht hat er euch sogar noch einen kleinen Skontobeitrag oder sowas, wenn er die Grasstempel gleich mitnimmt. Da könnt ihr mit denen mal sprechen, die freuen sich über euren Besuch. Und zeigen euch natürlich auch sehr, sehr gerne diese Geräte dann vor Ort. Da kann man sich das auch mal einfach anschauen. Was man hier vielleicht einfach noch mal ein bisschen empfehlen kann, wir haben ja die Adventsvideos aufgenommen, wo in einer Folge es auch um den Grassmaster Limited ging, die wir jetzt im Herbst rausgebracht haben. Da haben wir auch noch mal das Thema thematisiert. Also wie sind wir zu der Idee überhaupt gekommen, wie werden sie angewendet, da schaut man auch auf dem Diorama. Ja. Das kann man dann verlinken. Genau. Oder auch gerne mal auf der Website gucken, bei uns, da sind die Messetermine mittlerweile auch online. Wir sind natürlich auch wieder auf dem großen Modell Bahnmessen dieses Jahr unterwegs und werden natürlich auch da die Geräte mit dabei haben und die eben vorführen. Also wenn ihr wirklich dann auch bei uns live einfach vor Ort mal was sehen oder erleben möchtet, kommt vorbei. Oder wenn ihr Glück habt und im Allgäu wohnt, so wie wir, und es nicht allzu weit ist, ihr seid natürlich auch eingeladen, wenn es weiter weg ist, aber da wissen wir, dass die Anfahrt immer relativ lang ist. Kommt gerne auch bei uns im Haus vorbei. Wir haben die noch Modellbauwelt, da waren wir ja vorhin schon zu Beginn des Videos und Sandra zeigt euch diese Geräte und diese Produkte natürlich auch gerne hier bei uns im Haus vor Ort. Also wirklich, kommt uns besuchen, wir freuen uns, wenn wir mit euch gemeinsam ein bisschen Produkte ausprobieren können. Gut, ich glaube, damit haben wir das Thema Grasmaster und Grasstempel auch umfänglich bearbeitet. Und geben damit dann wieder eins weiter zum Rainer, der auch sehr viel Gras auf seinem nächsten Neuheiten-Highlight hat. Was das ist, soll er euch aber selber erzählen. Hallo zusammen, hier bin ich wieder, Sebastian. Vielen Dank für die Übergabe. Also ich bin mir sicher, den Grasmaster, den ihr gerade präsentiert habt, das wird mit Sicherheit ein Lieblingsartikel unserer Kunden. Jetzt aber zu einem weiteren Highlight einer neuen EasyTrack-Anlage, einem neuen EasyTrack-Trassenbausatz. Was ist eigentlich EasyTrack? EasyTrack nimmt Ihnen die aufwendige technische Planung und die Gleisplanung ab, denn in den Bausätzen sind bereits alle Trassen und die zugehörigen Stützen, so wie wir das direkt hier hinter der Anlage sehen, vorgeschnitten enthalten. Und zudem gibt es einen 1:1 Plan, der auf die Grundfläche aufgelegt wird, sodass Sie genau wissen, welche Stütze kommt an welche Stelle und welche Trasse kommt an Stelle. Wenn Sie dann dieses Aufbaustadium erreicht haben, ist die Anlage auch schon fahrfertig. Das heißt, sie wird jetzt komplett elektrisch verkabelt und Sie können Ihre Züge bereits fahren lassen. Wenn alles funktioniert, beginnen Sie individuell mit dem Landschaftsbau. Sie gestalten die Landschaft nach eigenen Vorstellungen, sodass, nachdem Ihre Anlage fertig erbaut ist, keine Anlage der anderen gleicht. Wir haben in der Zwischenzeit 5 verschiedene H0-Anlagen, also das ist die 5. Anlage, die wir hier sehen. Die ist natürlich sehr anspruchsvoll, sehr groß, mit einem absolut spannenden Gleisplan und 2 Spur-N-Trassenbausätze. Der Erbauer dieser Anlage ist Andreas Theis, der schon mehr Modelle für uns gestaltet hat, und ich werde ihm nachher noch ein paar Fragen stellen. Wie bereits gesagt, das ist eine große, anspruchsvolle Anlage, ca. 2,20 Meter lang und am L-Schenkel, an dem ich hier stehe, 1,60 Meter breit. Das Besondere ist eine lange Paradestrecke, die Sie direkt vorne an der Anlage sehen, mit der Sie besonders lange und attraktive Züge geltungsvoll präsentieren können. Außerdem haben wir im Bahnhofsbereich ein langes Parallelgleis, so dass diese Züge auch abgestellt und durch andere Modelle getauscht werden können. Was mich am meisten fasziniert, ist, dass die Anlage auf im Prinzip 4 verschiedenen Ebenen gebaut ist. Die Ebene 0, also die Grundfläche, beheimatet die Täler und Flüsse. In Ebene 1 kommen dann die Tunnelstrecken und die tiefer liegenden Teile. Ebene 2 schließlich ist die Paradestrecke und der Bahnhofsbereich. Und dann Ebene 3, das ist, was ich hier vor mir habe, sind die Gebirge, die dann mit ihren Tunneln die Anlage noch einmal spannender machen. Jetzt habe ich aber genug erzählt. Andi, du bist uns zugeschaltet, weil du wohnst doch eine ganze Ecke weg von Wangen im Allgäu. Und ich würde dir gerne ein paar Fragen stellen.
Deine neue EasyTrack-Anlage St. Andreas beeindruckt in vielerlei Hinsicht. Auf welche Highlights möchtest du unsere Zuseher insbesondere hinweisen? Hallo Rainer, hallo Sebastian. Ja, Highlights auf der Anlage. Ein Highlight, das sieht man eigentlich sofort, das ist dieses riesig hohe Viadukt im Vordergrund. Die Idee dahinter war, einfach mal 30 Zentimeter unter die Anlagenplatte zu gehen und mit diesen 50 Zentimeter die Berge oder die Landschaft noch aufbauen. Im Hintergrund habe ich 80 Zentimeter und das generiert eine riesige Tiefe auch. Obwohl die Anlage nicht extrem groß ist, sie ist diesmal relativ groß ausgefallen, habe ich eine mächtige Tiefe generiert durch diese Höhe. Kommen wir zum zweiten Punkt. Ich habe natürlich auf diesem Viadukt eine sehr schöne, lange Präsentationsstrecke für die Züge und die wirken auf diesem großen Viadukt wirklich echt klasse. Also es ist wirklich schön geworden. Was ich noch gemacht habe, ich habe im Bahnhofsbereich über eine größere Länge die Gleislänge doppelgleisig ausgeführt. Und so kann man einen schönen Signalbetrieb machen. Also ein Zug kann im Bahnhof stehen bleiben, während der zweite dann praktisch über die Anlage fährt und so abwechselnd auch sehr lange Züge über die Anlage fahren können. Ich habe noch ein weiteres Ausweichgleis, also was ziemlich lang ist, also beziehungsweise ein Abstellgleis. Dort kann man rangieren. Ein kleines Abstellgleis ist noch daneben und so kann man auch da einige Wagen abstellen und Rangierbetrieb machen. Was man noch vielleicht nennen kann als Highlight ist, dass ich ähnlich wie der Florian im letzten Jahr mit seiner N-Anlage, er hat ja einen Trenner gemacht in der Mitte und ich habe so gemacht, dass ich den Mittelbereich etwas höher gesetzt habe. Und dadurch, dass es ja eine Messeranlage ist, kann man ja rundherum gehen. Und wichtig war es mir, dass man im Vordergrund halt dieses große Viadukt sehen kann. Geht man um die Anlage herum, dann sehe ich dort einen wunderschönen Bauernhof, der sehr schön ausgestaltet ist. Den kann ich aber von der anderen Seite gar nicht entdecken. Das heißt, ich habe wieder überall Figurenszenen eingebaut, die der Modellbahner, der sich die ganze Sache anschaut, rundherum entdecken kann. Also immer wieder suchen nach irgendwelchen Szenen. Und das macht das Ganze doch eigentlich interessant. Insbesondere so eine Messeanlage, finde ich. Jo, das zu den Highlights. Herzlichen Dank. Ich mache gleich weiter, Andi. Wenn man die St. Andreas in Ruhe betrachtet, stechen viele liebevoll gestaltete Szenen ins Auge. Welche Szenen sind dir besonders ans Herz gewachsen? Ja, Figurenszenen, die sind mir natürlich immer besonders wichtig bei einer Messeanlage. Man stelle sich immer vor, das Miniatur-Wunderland wäre ohne diese ganzen Szenen, das wäre nur halb so viel wert, glaube ich. Also das ist sehr, sehr wichtig, besonders für Messeanlagen. Und wenn man dann rund um die Anlage geht und entdeckt immer was Schönes, was Neues und sucht sogar nach diesen Szenen, dann merkt man, die sind einfach, müssen dabei sein. Das ist sehr, sehr wichtig. Ja, als Highlight für mich ist ein Gasthof, den ich dort untergebracht habe, auf der linken Seite. Und da feiert ein Rallye-Team, da sind alle dabei, da sind die Monteure dabei, natürlich die 2 Sieger, es ist der Teamchef dabei, es ist Film und Fernsehen anwesend und machen Videos und Interviews und auch Fotografen. Im Hintergrund ist eine Band untergebracht. Die 2 Rallye-Autos stehen natürlich vor diesem Gasthof. Ja, eine wunderschöne Szene. Schaut euch einfach mal diese Szene an. Eine zweite Sache ist, ich habe im rechten Bereich der Anlage eine Kirche untergebracht und vor dieser Kirche ist ein Friedhof, wo viele Mönche sehr aufgeregt durch die Gegend laufen. Und wenn man einfach mal auf die Seite der Anlage schaut, dort ist eine Gruft untergebracht, also unter der Kirche eine Gruft und dort treiben 3 Vampire ihr Unwesen. Aber Lösung scheint in sich zu sein, denn Van Helsing ist auf der linken Seite schon unterwegs.
Eine weitere Szene auf der Rückseite der Anlage, neben dieser Stahlbrücke auf der rechten Seite, ist ein Bauernhof untergebracht. Und ich baue sehr, sehr gerne diese Bauernhöfe, weil noch sehr viele Produkte im Programm hat, mit denen man die Ausgestaltung machen kann. Also man hat praktisch überhaupt keine Probleme, dort Ausgestaltungsmaterial zu finden. Es gibt natürlich sehr viele Figuren dafür. Es sind Kühe und Tiere vorhanden, Pferde, es gibt Gänse, es gibt Hühner, es gibt alles im Grunde genommen. Und natürlich gibt es auch sehr viele Pflanzen. Man kann mehrere Gärten gestalten mit Frühbeeten, mit allem, was dazugehört. Es ist auch Zubehörprogramm vorhanden, wie einfach nur ein Schubkarre oder solche Sachen. Also das gibt immer sehr, sehr wunderschöne Szenen, insbesondere mit diesem Bauernhof, den es im Moment im Programm noch gibt. Ich finde, der ist sehr, sehr gelungen. Ja, das so die Highlights von meiner Seite. Natürlich gibt es noch viele andere Szenen zu entdecken. Schaut euch einfach die Anlage an auf der Messe und guckt, was ihr entdecken könnt. Herzlichen Dank. Andi, du bist ja kein reiner Anlagenbauer, sondern du hast noch einen ganz normalen Beruf. Die St. Andreas hast du also in deiner Freizeit erbaut, an vielen Wochenenden nehme ich an. Wie lange hat das Projekt denn gedauert? Ja, Bauzeit. Das ist natürlich immer alles relativ, ne? Also für mich, der natürlich einen ganz normalen Job hat, der auch sehr eingebunden ist dort, ich habe eigentlich nur am Wochenende Zeit daran zu bauen. Und ich baue im Grunde genommen die Anlage, als wenn sie meine eigene wäre. Also ich mache da keine Abstriche. Das kann ich gar nicht. Ich kann nur so bauen, wie ich baue. Und das würde ich genauso machen für mich persönlich zu Hause für eine Anlage. Es hat ungefähr 1,5 Jahre gedauert, aber man darf nicht vergessen, nur Wochenende und auch nicht jedes Wochenende. Und es ist so, dass ja auch dieser EasyTrack-Bausatz selbst daraus entstanden ist. Das heißt also, ich nehme meine 3D-Software und zeichne zunächst mal den Gleisplan. Ich mache die Trassen zeichne ich in 3D, also alles 3D gezeichnet, und es ist auch die Stützenhöhe muss natürlich festgelegt werden. Das heißt, die Teile wähle ich aus, und das ist schon eine gewisse Arbeit, die auch dazugehört. Und dann wird halt angefangen. Dann fange ich an mit der Anlage und ja, arbeite mich Stück für Stück wieder weiter. Deswegen sind die 1,5 Jahre eigentlich so nicht einfach bewertbar. Es ist eigentlich viel weniger, was man an Zeit an der Anlage ist, aber sie benötigt schon ein wenig Zeit. Das soll ja auch so sein. Eine Nachfrage dazu, Andi. Viele Modellbahner sagen ja, der Weg ist das Ziel. Eigentlich darf so eine Anlage gar nie fertig werden. Wie siehst du diese Aussage nach dieser langen und intensiven Bau- und Bastelarbeit? Eine Anlage darf nie ganz fertig werden. Das ist eigentlich so eine Aussage, da kann ich nicht so echt viel mit anfangen. Wenn ich was mache, dann mache ich es eigentlich, bin ich dran und ich mache es auch fertig. Und dann mache ich was Neues. Eigentlich ist das eher so meine Vorgehensweise. Aber ich verstehe es auf der anderen Seite auch, wenn ich jetzt eine Anlage zu Hause habe, für mich persönlich, natürlich sind da immer wieder mal Sachen, die man verbessern kann oder wo man denkt, da und dort kann ich was Neues einbauen, kann an der Natur noch mal ein bisschen schrauben, dass das besser wird oder schöner wird. Das verstehe ich natürlich auch. Herzlichen Dank. Und jetzt noch zur letzten Frage. Ein Vöglein hat mir gezwitschert, dass du dich nur sehr ungern von der St. Andreas getrennt hast, was ich persönlich sehr gut verstehen kann. Und nun haben wir das gute Stück bei uns und werden sie im Jahr 2025, jetzt zuerst in Nürnberg auf der Spielwarenmesse, dann in Dortmund und Göppingen auf den Endverbrauchermessen präsentieren. Wie steht es um deinen Trennungsschmerz? Ja, bei dieser Frage muss man eigentlich auch vorausschicken, das ist jetzt schon die 4. Anlage, die ich für noch baue. Und es war immer so im 2-Jahres-Rhythmus. Die erste Anlage auf die zweite war nur 1 Jahr Zeit. Und jedes Mal musste ich die Anlage abgeben. Also man bringt ja sein komplettes Herzblut da rein. Das heißt also, die ganze Zeit denkt man eigentlich an den Aufbau und was kann man dort einbringen. Und es ist schon sehr, sehr viel Arbeit, das muss man auch dazu sagen. Aber ich mache das gerne.
Und als ich ungefähr 3 Wochen lang noch Zeit hatte, Videos zu machen und Bilder zu machen, da ist mir die Anlage schon ziemlich ans Herz gewachsen. Und ja, aber was soll's, ist kein Problem. Dafür haben jetzt viele, viele Messebesucher die Möglichkeit, die Anlage sich anzuschauen. Und das ist natürlich auch was Schönes. Es wird noch 2 YouTube-Filme auf jeden Fall geben, wo die Anlage ein bisschen präsentiert wird. Einmal mit einer S36 drauf und einmal, wo die komplette Landschaft gezeigt wird. Was haben wir noch vor? Ich denke, ich werde mal versuchen, auf Facebook ein bisschen was über den Aufbau der Anlage zu erzählen, mit Bildern, mit ein paar kleinen Videos. Seid gespannt darauf und ich wünsche euch viel, viel Freude beim Anschauen der Anlage und hoffe, dass es wieder eine Easy-Track-Anlage geworden ist, die euch gefällt. Macht's gut, bis demnächst. Ja, vielen Dank, Andi. Das war die eindrucksvolle Anlage St. Andreas und ich gebe direkt wieder weiter an Sebastian, der ein mindestens genauso eindrucksvolles, ich möchte sogar sagen, einzigartiges Projekt präsentieren wird. Das waren sehr, sehr spannende Einblicke in den Bau auch der Anlage, die uns da der Andreas und der Rainer eben gezeigt haben. Ich bin jetzt hier an einem, ich glaube wirklich dem Highlight des Jahres angekommen. Also ich muss ganz ehrlich sein, für mich persönlich ist das sogar ein Highlight der Firmengeschichte der Firma noch, das Modell, was ich euch jetzt vorstellen darf. Und zwar haben wir dieses Jahr einen Lasercut-Bausatz vom Königsschloss Linderhof. Das Original dieses Königsschloss Linderhof steht im Ettal im Ammergau und wurde von König Ludwig II. Von Bayern erbaut. Die Schlösser Neuschwanstein, Herrenchiemsee und Schachen kennt man vielleicht auch. Und das hier ist eben das 4. Schloss, was er gebaut hat, das ein paar Besonderheiten und auch Verbindungen zu seinem Leben aufweist, die ich so ein bisschen mal vielleicht als Hintergrund einfach erzählen möchte. Baubeginn war 1869, 1870, je nachdem, in welche Quelle man da reinguckt. Und gebaut wurde bis 1886, das heißt rund 16 Jahre wurde eben an diesem Schloss gebaut. Das war tatsächlich aber das Einzige, was zu Zeiten von König Ludwig selber auch fertig wurde, in dem er auch sehr lange und sehr viel gewohnt hat. Er ist gestorben tatsächlich 86, also im Jahr dessen Fertigstellung man hier das Modell auch zuschreibt oder das große Schloss eben auch zuschreibt, aber hat sehr, sehr viel Zeit in diesem Schloss eben verbracht und war dort die letzten Jahre vor allem im Winter durchgängig zugegen und teilweise auch im Sommer sehr oft eben im Ettal, weil das natürlich sehr, sehr schön eingebettet ist in die Gebirgslandschaft dort und man da eben auch gute Bergwanderungen machen konnte, was er tatsächlich sehr, sehr gerne gemacht hat. Aufgebaut ist es auf einem Grund, wo vorher der Jagdsitz seines Vaters stand, Maximilian II. Und interessant ist, dass dieses Gebäude im Original im Prinzip aus Holz erstellt wurde und anschließend verputzt ist. Wenn man sich das jetzt hier anguckt mit dieser ganzen Fassade, ist das tatsächlich unglaubbar. Wer im Original mal war und das auch ein bisschen sich mal angeschaut hat, der kommt da eigentlich aus dem Staunen nicht raus. Bauweise ist Neurokoko im größten Teil. Und das war auch so ein Zeichen für die Bewunderung, die König Ludwig eben für den beziehungsweise für den Sonnenkönig, er selber war der Märchenkönig, der Sonnenkönig war Ludwig der 14. von Frankreich und für den hat er eben eine sehr, sehr große Bewunderung gehegt und hat eben versucht, hier auch Elemente aus dem Schloss Versailles und auch aus dem Schloss Nymphenburg in München mit aufzunehmen. Die Parklandschaft, die außenrum gestaltet ist, die haben wir jetzt hier auf diesem Diorama nur so ein bisschen angedeutet, weil die auch riesig ist. Aber das ist natürlich was ihr mit den noch Landschaftsbauprodukten auch sehr, sehr schön eben zu Hause etwas größer oder kleiner nachempfinden könnt. Die ist im Barockstil, im formalen Barockstil und englischen Stil. Das ist eine kleine Mischung eben entstanden und wurde auch eben so in den 1870ern angelegt. König Ludwig ist ja eine sehr interessante interessante historische Persönlichkeit, über die auch sehr, sehr viel geschrieben wurde, der immer wieder fasziniert. Der hat in diesem Schloss eigentlich so ein bisschen in den letzten Jahren sein
Refugium gefunden. Es war ähnlich wie heute auch eine Zeit des riesengroßen Umbruchs. Die Gesellschaft hat sich sehr stark verändert. Es waren früher ja Monarchien und in diesem Moment kam dann eben auch dieser Parlamentarismus mit dazu, der natürlich die Macht des Königs beschnitten hat. Klar, da kamen dann andere Einflussfaktoren auch politisch mit dazu. Also ähnlich aufregende Zeit, technologisch auch viel Wandel drin, wie das heute vielleicht auch so ein bisschen der Fall ist. Und er hat sich hier dann eben auch wirklich zurückgezogen, hat hier in diesem Schloss eben auch sehr viel Natur erlebt und das hat ihm wohl seinerzeit ganz gut gefallen und gut getan. Das ist so ein bisschen eine Parallele zur heutigen Zeit. Hat aber von hier aus auch tatsächlich regiert, also konnte seine Regierungsgeschäfte hier eben auch ausführen und war sehr gerne, also hat er auch selber gesagt, das war sein Lieblingsschloss, sehr gerne hier eben direkt vor Ort. Wir haben hier auch sehr viele Elemente auch aus den verschiedenen Figuren, die jetzt hier eben dargestellt sind, aufgegriffen. Das Modell selber ist mit ungefähr 1007 Lasercut-Teilen, oder was heißt ungefähr, mit ziemlich genau 1007 Lasercut-Teilen ausgestattet und wir haben hier 113 Figuren, Ornamente, verschiedene Säulen und so weiter auch mit drin, die eben 1:1 nachgebildet sind von dem Original. Also wenn man sich jetzt hier zum Beispiel diesen vorderen Giebelbereich anguckt, da ist in der Mitte ganz oben dieses bayerische Wappen mit drin. Da sind rechts und links 2 Pharmafiguren mit dabei, die eben eine Posaune haben. Also hier auch dieses göttliche teilweise mit diesen Engelsflügeln auch und so weiter. Und obendrauf thront hier eine Atlasfigur, die einen Globus in der Hand hält. Und auf diesem Globus sind die 12 Tierkreiszeichen abgebildet. Und diese ganzen Details, die eben an diesem Schloss im Original dargestellt sind, haben wir hier auch umgesetzt im Modell. Das Modell selber hat eine Entwicklungszeit von knapp einem Jahr gehabt und da haben eine Kollegin aus der Konstruktion und ein Kollege aus der 3D-Konstruktion wirklich fast ein ganzes Jahr dran gearbeitet, bis das eben so weit fertig war. Und die Figuren, um nochmal auf die zurückzukommen, da hat Ludwig eben selber großen Wert drauf gelegt, dass sich da keine Figur wiederholt. Das heißt, das Gleiche konnten wir im Modell dann auch machen. Also wir haben hier unten zum Beispiel im Eingangsbereich auch 4 Atlanten, die diesen Balkon stützen und da ist zum Beispiel auch keine Figur gleich wie die andere. Die unterscheiden sich durch Armhaltung, durch Kopfneigung und so weiter. Also man konnte hier gar nicht gleiche Entwicklung oder gleiche Konstruktionen 2-3 Mal verwenden, sondern musste da wirklich jede Figur einzeln anpacken und es war eine riesengroße Arbeit, eine sehr schöne Arbeit, die hier meiner Meinung nach eben umgesetzt wurde von den Kollegen und ich glaube, die Leistung, die sieht man auch diesem Modell an und das war uns eben auch ganz wichtig, das wirklich so perfekt umzusetzen. Zur Umsetzung vielleicht noch kurz eine kleine Background-Story. Die Grundidee, dieses Modell zu machen, die haben wir tatsächlich 2019 schon gehabt. Ich habe bei mir in den Unterlagen nochmal nachgeguckt, weil ich weiß, dass wir das schon länger mal diskutiert hatten. Und gerade bei den Figuren ist es so, wenn man diese Figuren jetzt im Kunststoff-Spritzguss machen würde, dann ist das Ding halt unbezahlbar. Also das geht gar nicht. Auch die Entwicklungszeiten, weil Werkzeuge gebaut werden müssen und so weiter, sind hier eigentlich kaum noch tragbar. Deswegen hat man das seinerzeit eigentlich dann verschoben. Und seit 2-3 Jahren haben wir ja, das wisst ihr auch, einige von unseren Figuren in diesem 3D-Druckverfahren. Und mit diesem 3D-Druckverfahren ist es jetzt möglich, auch in kleineren Serien zu arbeiten, weil du halt diese Werkzeuge nicht mehr brauchst. Und durch diese technische Veränderung ist es dann eben unterwegs jetzt überhaupt erst möglich geworden, diese Figuren in der Perfektion umzusetzen und auch hier eben konstruieren und drucken zu können. Das heißt, alle Figuren, alle Säulen, die ihr seht, alle Ornamente, die dran sind 3D gedruckt. Die werden auch von uns aus, also werkseitig schon mal gleich so lackiert, dass die halt hier perfekt mit reinpassen. Alle anderen Teile, die ihr seht aus dem Lasercut-Bereich, die dieses Elfenbein oder auch hier dieses Dunkelgrau von dem Dach haben, sind natürlich auch schon vorgefärbt. Das heißt, der Bausatz, den ihr hier bekommt, der ist komplett direkt zusammenzubauen. Vorne im Bereich Balkon, hier haben wir auch rechts und links seitlich nochmal Balkone, sind teilweise schmiedeeiserne Gitter verwendet mit Goldornamenten. Auch die sind dementsprechend schon vorkoloriert, also ihr müsst hier farblich gar nichts mehr machen, sondern könnt euch einfach auf den Zusammenbau dieses wunderschönen Schlosses hier konzentrieren. Abgesehen von diesen wunderschönen Ornamenten, die hier am Schloss verbaut sind und Statuen, die am Schloss verbaut sind, haben wir auch noch einen kleinen Figurensatz mit drin. Die Kollegen stehen jetzt hier gerade vor
vor der Tür, in Anführungszeichen, dieses Schlosses. In diesem Figurensatz enthalten sind einmal König Ludwig II. Von Bayern, natürlich, der hat da gewohnt, der Hausherr sollte auch mit in dem Set drin sein. Dann haben wir noch eine Dame mit einem Schirmchen, das ist tatsächlich Sissi, Kaiserin. Es gibt eine Verbindung von König Ludwig zu Kaiserin Elisabeth, deswegen haben wir sie eben hier mit reingenommen. Und zwar ist es so, dass die verwandt waren. Er hat sie Cousine genannt, was nicht ganz zutrifft. Sie war eigentlich seine nur 8 Jahre ältere Tante. Aber die beiden haben 2 Hobbys geteilt. Das eine war das Reiten, also es ist tatsächlich auch belegt, dass die gemeinsam ausreiten waren. Zwar nicht in Linderhof und in der Ecke, sondern Schloss Berg. Das war das Schloss, wo Sissi ihn dann öfters besucht hat. Sie war auch wahrscheinlich nie in Linderhof, aber wir haben gesagt, das macht eigentlich schon was her und wir freuen uns, dass wir die Figur da historisch wenigstens dem König Ludwig irgendwo zuordnen können. Deswegen tun wir sie mit ins Set rein und haben eben auch diese 2 Pferde hier mit abgebildet mit einem Burschen, der die beiden jetzt hier eben hält. Und die dritte Figur, die da noch mit in der Reihe steht, ist Richard Wagner. Das war nämlich die zweite Leidenschaft, die beide geteilt haben, die Bewunderung für die Opern von Richard Wagner. Und Richard Wagner hat ja diese ganzen Sagen, ob das der Nibelungenring war, Lohengrin und so weiter, eben auf die Bühne gebracht. König Ludwig hat ihn irgendwann auch zu sich an den Hof geholt, weil Wagner seinerzeit sehr, sehr verschuldet war und eigentlich gar nicht mehr arbeiten konnte, aber Ludwig eben ein Riesenfan war und Sissi eben auch und er hat ihn dann zu sich an den Hof geholt, er hat seine Schulden übernommen und dann hat er mit ihm teilweise wohl auch gemeinsam an Opern gearbeitet. Das muss auch eine sehr interessante, kreative Beziehung gewesen sein. Und deswegen haben wir eben Richard Wagner hier auch mit in dieses Set reingenommen. Ludwig selber hatte als Wappentier, klar, er kam aus dem Schwangau, den Schwan und hat natürlich auch in dieser Lohengrin-Saga sich so ein bisschen mit dem Schwanenritter selber immer identifiziert. Deswegen haben wir hier auch nochmal 2 Schwanenstatuen, die man beim Modell rechts und links hier zum Beispiel an den Eingangsbereich stellen kann und das Modell somit sehr schön ausschmücken kann. Die Figuren kann man jetzt natürlich, wenn man sagt, man baut ein Diorama mit den historischen Figuren einfach dazustellen. Oder was wir jetzt hier gemacht haben, wir haben die jetzt hier eingebaut, haben das Ganze in der heutigen Zeit stattfinden lassen. Das heißt, da sind moderne Figuren auch noch mit dabei. Hinten sehe ich sogar berittene Polizei, die hier für einen Ausritt im Schlosspark unterwegs ist. Das ist wahrscheinlich nicht ganz so realistisch, das wird es beim Original nicht geben. Aber diese modernen Figuren, auch die Reisegruppe mit dem Reiseleiter da, die finden sich hier ein und fotografieren jetzt in diesem Fall die Königsfiguren, die hier vor Ort sind. Das sind vielleicht einfach Schauspieler, die hier vor Ort sind und damit kann man das natürlich auch in die heutige Zeit und in seine Modellbahnanlage einbauen. Oder ihr macht es so, wie wir das hier gemacht haben, ihr baut ein eigenes kleines Diorama, auf dem dieses Schloss wunderbar zur Geltung kommt. Dann noch ein paar Hardfacts zum Modell. Wie gesagt, es sind knapp über 1000 Lasercut-Teile und wir haben eben über 100 dieser 3D-gedruckten Teile hier mit drin. Das Figurenset, dieses 8-teilige in 3D-Farbdruck ist mit drin, wunderschöne Figuren. Und der Bausatz wird ab November für euch erhältlich sein und wird bei 499 € liegen. Gut, nachdem wir uns jetzt hier in der Vergangenheit des König Ludwig ein bisschen umgesehen haben, schauen wir mal, was der Rainer in der Zwischenzeit macht, weil der hat auch noch eine weitere Neuheit, die er uns ganz zeigen mag. So, hier sind wir wieder und ich komme mir fast wie so ein Märchenonkel vor in der Weihnachtszeit. Jetzt bringen wir dich hier mal zum Stehen. So, wir haben hier einen wunderschönen weihnachtlichen Winterspur-Z-Koffer im Maßstab 1:220. Das ist die kleinste Serieneisenbahn der Welt. Märklin Mini Club ist der Markenbegriff für die Gleise und die Lokomotiven. Und was wir hier haben, ist eine fix und fertig aufgebaute Winteranlage in einem Alukoffer. Diese Anlage gibt es übrigens auch als Sommervariante. Hier die Wintervariante, die heißt Wolkenstein. Südtirol, vielleicht kennt der eine oder andere von Ihnen Wolkenstein. Und die Sommervariante, nicht weit weg von Wolkenstein, heißt Bozen. Das Gelände ist geschäumt aus noch Struktur-Hartschaum und hat einige Besonderheiten, wie zum Beispiel die wunderschöne Burgruine hier hinten in der linken Ecke, einen großen See mit einer freitragenden Brücke. Wir haben
Lasercut Spur Z-Gebäude aus eigener Produktion. Alle Gebäude sind beleuchtet und natürlich nur in der Wintervariante auch einen beleuchteten Christbaum. Die Anlage hat 2 Bahnstromkreise, das heißt, wir können über diese beiden Regler 2 Lokomotiven gleichzeitig steuern auf der Anlage. Über einen Knopf hier können wir die Bahnstromkreise aber auch zusammenschalten, sodass wir mit einem Regler die gesamte Anlage steuern können. Und außerdem, der zweite Knopf hier, ist zum Ein- und Ausschalten des Lichts. Mitgeliefert wird das passende Steckernetzgerät. Die Anlage wird also mit Stromanschluss betrieben. Ja, und dann steht dem Spielvergnügen nichts mehr im Wege. Ein letzter Blick über die schöne Landschaft. Gleichzeitig der letzte Blick über unsere Neuheiten. Und wir treffen uns zur Verabschiedung gleich nochmal mit Sebastian Topp in unserem Bistro. Vielen Dank. Ja, ist unsere kleine Neuheitenpräsentation schon am Ende und wir stehen hier in unserem Bistro, in unserer Kaffeeküche, möchten uns herzlich für Ihr Interesse bedanken und uns verabschieden. Ein paar Informationen noch, vielleicht haben Sie es mitbekommen, es gibt einen neuen Noch-Katalog 2025, 2026, so sieht er aus. Über 450 Seiten, mehr als 2000 Artikel, also durchaus eine lohnende Investition, weil auch unglaublich viele Basteltipps und Hinweise im Katalog enthalten sind. Ich möchte nochmal auf die Modellbauwelt zu sprechen kommen. Frau Colucci, kommen Sie doch bitte nochmal zu mir. Die Modellbauwelt, unser kleiner Laden hier und die Seminare, die wir dort anbieten. Wir haben Seminare zu verschiedenen Themen wie Schneelandschaft, Fels und Wasser, Bahndamm und Fluss. Es gibt Seminare für Einzelpersonen, es gibt aber auch ganz besondere Seminartypen. Besonders freue ich mich immer auf unsere Eltern- und Kindseminare. Da ist dann also ein Elternteil oder ein Großelternteil mit einem Kind. Wir empfehlen ab 8 Jahre, oder ist das richtig? Ab 8 Jahre die Teilnahme. Und last but not least, ein neuer Seminartyp, den haben Sie letztes Jahr erfunden, die Teamseminare. Da kann ein Pärchen kommen, da kann ein Zwei-Mann-Team aus einem Modellbahnclub kommen und gemeinsam an einem Diorama basteln. Also Sie sehen, wir haben ein sehr, sehr großes Angebot an Seminaren. Die finden alle hier in Wangen statt. Da gibt es auch immer eine Firmenbesichtigung, die bestimmt auch recht interessant ist. Und Frau Colucci, Sie wollten an Ihre Kunden noch etwas loswerden. Genau. Das ist mir ganz, ganz wichtig, weil ich will mir einfach mal bedanken für letztes Jahr die vielen Besucher, wo bei uns im Haus waren und Seminare gemacht haben. Und ich freue mich für dieses Jahr, neue Leute kennenzulernen in meinem Seminarwochenende oder Donnerstag, Freitag findet es ja immer bei uns statt. Und da freue ich mich ganz arg, wenn ich neue Gesichter sehe. Dankeschön. Vielen Dank, Frau Colucci. Und jetzt gebe ich das Wort noch an Sebastian. Das ist eigentlich fast die perfekte Überleitung. Also wir freuen uns natürlich, wenn wir uns hier im Haus bei uns sehen mit der Firmenführung oder eben auch in einem Seminar oder im Geschäft. Für alle, für die das zu weit ist, wir kommen natürlich auch zu euch. Also wir sind dieses Jahr auf diversen Messen unterwegs. Wir fangen an im April in Dortmund auf der Intermodellbau. Da könnt ihr natürlich gleich die ganzen Neuheiten, die wir vorgestellt haben, hier erstmal live erleben. Ich habe es vorhin auch schon beim Grasmaster gesagt. Wir haben einen Grasmaster mit dabei, den zeigen wir. Kommt da vorbei, schaut es euch an. Dann sind wir Ende April erstmals dieses Jahr in Österreich auf der Messe in Tulln. Das ist in der Nähe von Wien. Da freue ich mich schon besonders, weil da haben wir schon sehr viel Gutes gehört, waren aber selber noch nie als Aussteller da. Also erstmals, da freuen wir uns auch auf regen Besuch. Im Juni geht es dann weiter im Bayerischen auf Frauenchiemsee. Auch da schließt sich so ein bisschen der Kreis. Das ist die Nachbarinsel von Herrenchiemsee, wo ein zweites Schloss von Ludwig von Bayern stünde. Also das lohnt sich da mit Sicherheit auch. Vielleicht schafft man es tatsächlich auch zum Linderhof, wenn man da vorbeikommt. In Göppingen sind wir bei Märklin auf den Märklin-Tagen, die im September gemeinsam mit der IMA stattfindet. Und im Oktober natürlich auch wieder auf der Messe in Leipzig, die immer sehr, sehr schön ist. Die ist auch für Familien ideal geeignet, weil man viel spielen kann. Und dann im November wieder bei uns um die Ecke in Friedrichshafen. Das heißt, wer da zur Messe kommt, der muss unbedingt bei uns im Haus vorbeischauen und bei der Sandra in die Modellbauwelt mal reinschauen, weil das ist ja wirklich
Dreiviertelstunde, Katzensprung, wenn ja. überhaupt. Zu Messezeiten ist der Verkehr ja etwas dichter, da dauert es ein bisschen länger, aber ansonsten von der Entfernung echt ein Katzensprung. Ja, wir möchten uns bedanken. Ich darf noch ganz kurz zum Ende einmal das Prospekt zeigen, was wir jetzt wirklich hier ganz druckfrisch dann haben, verteilen. Das kriegt ihr auf den Messen, das kriegt ihr aber auch bei uns auf der Website www.noch.de. Da kann man es durchblättern oder ihr könnt euch die ganzen neuen Produkte da auch anschauen. Habt ihr auch noch weiterführende Informationen, Bilder, Videos, nochmal alle Daten auch auf einen Blick mit Preisen, Lieferterminen und so weiter. Und dann hoffen wir, dass euch das Portfolio, was wir vorgestellt haben und dieses Neuheitenprogramm dieses Jahr gut gefallen hat. Und wir freuen uns drauf, euch ja, dann bald entweder im Haus oder außer Haus zu sehen und mit euch wieder Modellbahnträume wahr werden zu lassen. Vielen Dank. Tschüss. Ciao. Ciao.